Deutsch lernen mit deutschen Nachrichten. Außenministertreffen. Tokio, deutsche Presseagentur. Die G7-Staaten haben sich im Gazakrieg für humanitäre Feuerpausen und die Einrichtung von Korridoren ausgesprochen, um Hilfslieferungen sowie die Freilassung von Geiseln zu erleichtern. Außenministertreffen. Tokio, deutsche Presseagentur. Die G7-Staaten haben sich im Gazakrieg für humanitäre Feuerpausen und die Einrichtung von Korridoren ausgesprochen, um Hilfslieferungen sowie die Freilassung von Geiseln zu erleichtern. Außenministertreffen. Tokio, deutsche Presseagentur. Die G7-Staaten haben sich im Gazakrieg für humanitäre Feuerpausen und die Einrichtung von Korridoren ausgesprochen, um Hilfslieferungen sowie die Freilassung von Geiseln zu erleichtern. Alle Parteien müssen ungehindert humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung, einschließlich Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Versorgung, Treibstoff und Unterkünfte sowie Zugang für humanitäre Helfer gewähren, hieß es in der Abschlusserklärung des Treffens der Außenministerinnen und Minister der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Tokio. Alle Parteien müssen ungehindert humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung, einschließlich Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Versorgung, Treibstoff und Unterkünfte sowie Zugang für humanitäre Helfer gewähren, hieß es in der Abschlusserklärung des Treffens der Außenministerinnen und Minister der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Tokio. Alle Parteien müssen ungehindert humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung, einschließlich Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Versorgung, Treibstoff und Unterkünfte sowie Zugang für humanitäre Helfer gewähren, hieß es in der Abschlusserklärung des Treffens der Außenministerinnen und Minister der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Tokio. Zu den G7-Ländern der wirtschaftsstarken Demokratien gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Für Deutschland war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Grüne, in die japanische Hauptstadt gereist. Zu den G7-Ländern der wirtschaftsstarken Demokratien gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Für Deutschland war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Grüne, in die japanische Hauptstadt gereist. Zu den G7-Ländern der wirtschaftsstarken Demokratien gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Für Deutschland war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Grüne, in die japanische Hauptstadt gereist. Alle bei der Terrorattacke der islamistischen Hamas Anfang Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geiseln müssten ohne Vorbedingungen sofort freigelassen werden, verlangten die G7-Länder. Zudem müsse die Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen weiterhin erlaubt werden. Alle bei der Terrorattacke der islamistischen Hamas Anfang Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geiseln müssten ohne Vorbedingungen sofort freigelassen werden, verlangten die G7-Länder. Zudem müsse die Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen weiterhin erlaubt werden. Alle bei der Terrorattacke der islamistischen Hamas Anfang Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geiseln müssten ohne Vorbedingungen sofort freigelassen werden, verlangten die G7-Länder. Zudem müsse die Ausreise von ausländischen Staatsangehörigen weiterhin erlaubt werden. Baerbock bestätigt Ausreise von mehr als 200 Deutschen aus Gaza.
Baerbock hatte zuvor die Ausreise von mehr als 200 Deutschen und deren Familienangehörigen aus dem Gazastreifen bestätigt. Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza, schrieb sie auf der Plattform X, früher Twitter. Baerbock bestätigt Ausreise von mehr als 200 Deutschen aus Gaza. Baerbock hatte zuvor die Ausreise von mehr als 200 Deutschen und deren Familienangehörigen aus dem Gazastreifen bestätigt. Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza, schrieb sie auf der Plattform X, früher Twitter. Baerbock bestätigt Ausreise von mehr als 200 Deutschen aus Gaza. Baerbock hatte zuvor die Ausreise von mehr als 200 Deutschen und deren Familienangehörigen aus dem Gazastreifen bestätigt. Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza, schrieb sie auf der Plattform X, früher Twitter. Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung, ergänzte sie. Man arbeite weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann. Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung, ergänzte sie. Man arbeite weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann. Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung, ergänzte sie. Man arbeite weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann. Die G7-Länder betonten in ihrem Papier das Selbstverteidigungsrecht Israels und die Bedeutung des Schutzes der Zivilbevölkerung im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht. Die G7-Länder betonten in ihrem Papier das Selbstverteidigungsrecht Israels und die Bedeutung des Schutzes der Zivilbevölkerung im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht. Die G7-Länder betonten in ihrem Papier das Selbstverteidigungsrecht Israels und die Bedeutung des Schutzes der Zivilbevölkerung im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht. Der einzige Weg zu einem gerechten, dauerhaften und sicheren Frieden bleibe eine Zwei-Staaten-Lösung. Der einzige Weg zu einem gerechten, dauerhaften und sicheren Frieden bleibe eine Zwei-Staaten-Lösung. Der einzige Weg zu einem gerechten, dauerhaften und sicheren Frieden bleibe eine Zwei-Staaten-Lösung. Israelis und Palästinenser haben das gleiche Recht auf ein Leben in Sicherheit, Würde und Frieden, erklärte die Gruppe und unterstrich: Wir lehnen Antisemitismus und Islamophobie in jeder Form in unseren eigenen Gesellschaften und überall auf der Welt ab. Israelis und Palästinenser haben das gleiche Recht auf ein Leben in Sicherheit, Würde und Frieden, erklärte die Gruppe und unterstrich: Wir lehnen Antisemitismus und Islamophobie in jeder Form in unseren eigenen Gesellschaften und überall auf der Welt ab. Israelis und Palästinenser haben das gleiche Recht auf ein Leben in Sicherheit, Würde und Frieden, erklärte die Gruppe und unterstrich: Wir lehnen Antisemitismus und Islamophobie in jeder Form in unseren eigenen Gesellschaften und überall auf der Welt ab.